Ford ist das hier. Ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite baut Ford aktuell ziemlich durchschnittliche, relativ langweilige Elektroautos. Und auf der anderen Seite des Schwerts gibt es immer noch das hier, den Ford Mustang. Und hier steht ein Parademustang, der neue Ford Mustang Dark Horse. Wir haben V8, wir haben 5 Liter Hubraum, wir haben Heckantrieb und wir haben ein neues Stefan Drives Video, in dem wir uns dieses Schlachtschiff einmal mehr genauer anschauen. Also bleibt dran, es wird spannend und super lustig. Und bevor wir den Mustang mal ausreiten, noch ein paar wichtige Punkte und einfach Eckdaten des wirklich ikonischen Fahrzeugs hinter mir. Wie schon erwähnt, steht hier der Mustang Dark Horse. Und Dark Horse erkennt man nicht nur am Pferdekopf als Logo und an der in dem Fall wirklich extremst schönen dunkelviolett-schwarzen Lackierung, sondern eben auch unter der Haube. Denn wie soll es anders sein? Es gibt einen 5,0 Liter V8 Saugmotor. Einfach geil zu sagen. Und dieses gute Stück leistet 453 PS, also natürlich mehr als genug. Diese Leistung resultiert in einer 0 auf 100 Beschleunigung in 4,4 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit elektronisch begrenzt auf 250 km/h. Eigentlich absolut irrelevante Zahlen, denn beim Mustang geht es eigentlich um eines, um das einfach erhabene, lässige Cruisen. Im besten Fall auf lässigen Straßen wie hier durch die Maisfelder Österreichs. Aber noch kurz zum Design, denn das Auto sieht auch verdammt gut aus. Bei einer stattlichen Länge von 4,81 Meter plus minus haben wir einfach geile Proportionen, eine lange Motorhaube, extremst breite Schultern, die ich wirklich sehr, sehr gut finde, die ikonischen dreigeteilten Rückleuchten und natürlich 4 riesige, echte Endrohre. An der Front geht es weiter mit, wie eben erwähnt, einer langen, muskulösen Motorhaube. Na, immerhin braucht man da auch ordentlich Platz. Mit Powerdome und jetzt eben hier als Dark Horse mit kleinen Stickern, richtig scharfen Tagfahrlichtern, ordentlichen Lufteinlässen, einer kleinen Lippe und eben einfach einem wirklich tollen, aggressiven Designpaket. Also das Ganze ist wirklich von vorne bis hinten stimmig und ich finde Mustang oder halt Ford, also die gute Schwertseite von Ford, macht hier einfach einiges richtig. Die müssen das Auto nicht neu erfinden. Ich finde, hier haben wir einen kleinen Porsche 911er Effekt. Das heißt, dass einfach kleine Änderungen, die kontinuierlich immer dort und da was verbessern, diesen Mythos, diese Legende Mustang einfach bestmöglich weiterleben lassen. Also hier wirklich Chapeau an Ford. Ein weiteres Detail, was mir einfach super gut gefällt, sind die Räder. Denn man braucht nicht immer 21 Zoll Felgen auf einem Auto. Hier haben wir 19 Zoll und damit einfach auch etwas Gummi über den Felgen und das wirkt einfach sportlich, authentisch und gut und komplettiert, eben wie schon erwähnt, den tollen Eindruck dieses Autos. Und dass der Mustang ein waschechter Ami ist, erkennt man auch an diesem kleinen Detail. Das hier ist eine Plastik-Notausstiegs, Hilfe, eine Notausstiegshilfe für den Fall, dass du entführt wirst und im Kofferraum des Mustang landest. Kein Witz. Wie dieses kleine Männchen hier symbolisiert, kann man, wenn man da anreist, den Kofferraum öffnen und sich als entführte Person befreien. So grotesk wie das ganze Auto an sich. Aber bevor wir einsteigen, werfen wir noch einen Blick auf das Herzstück des Mustangs und den Grund, warum das Auto hier einfach so unglaublich legendär ist. Den 5 Liter V8. Und genau hier passiert die Magie. 5 Liter Hubraum, 5 Liter V8 und natürlich ohne Kompressor oder Turbolader. Das heißt, hier wird Luft angesaugt, dann kommt da Benzin dazu
und dann geht's kabum. Dann entstehen 453 PS, eine Menge an Newtonmeter und einfach dieser typische V8 Boller-Sound. Du merkst bei jeder Zündung, bei jedem Gasstoß, dass hier nichts anderes verbrennt wird außer alte Dinosaurierknochen. Und das ist mittlerweile vielleicht leicht peinlich, aber in erster Linie einfach nur ultra geil. Also, willkommen im Dark Horse. Was kann man sich erwarten und was nicht? Reden wir gleich mal Klartext, wie es sich hinterm Lenkrad anfühlt. Und eigentlich ziemlich gut. Ich war letztes Jahr in der Cabrio-Variante in Italien, bin also wirklich viel damit gefahren und im Grunde ist das Cockpit ja gleich. Man merkt, oder beim Motor merkt man es eigentlich nicht, aber hier im Innenraum merkt man, der Mustang ist in der Gegenwart angekommen, denn das ganze Thema Infotainment und Digitalisierung und so weiter ist tatsächlich ziemlich gut gelöst. Man hat hier einen Mercedes-BMW-like Riesenscreen in der Mitte. Rechts lässt sich das Ganze wirklich sehr gut per Touch bedienen und Touch ist natürlich wie auch hier das absolute Stichwort. Denn egal ob Klima, Navi, whatever, you name it, Fahrmodus, es wird eigentlich alles über das zentrale Touch-Display gesteuert. Und ist in diesem Fall eigentlich nicht weiter schlimm, denn es funktioniert wirklich erstaunlich gut und reagiert echt sehr schnell. Das Allerbeste daran ist eigentlich wieder einmal Apple CarPlay. Das funktioniert hier wirklich hervorragend, auch drahtlos und somit ist das Ganze eine tolle Atmosphäre. Aber wieder zurück zu dem, was wirklich zählt, das Fahren. Sitze sind wirklich super, Lenkrad auch eigentlich genial, Lederlenkrad mit großen echten Tasten. Links geht es ums Fahren, also hier gibt es auch einen Fahrmodusschalter. Da kann man variieren zwischen Individual, Normal, Sport, Rennstrecke und Dragstrip. Dragstrip braucht man eigentlich nicht. Rennstrecke ist eigentlich zu hart. Die besten Modi sind Normal und Sport, weil so ein Mustang ja darauf ausgelegt ist, einfach gemütlich dahin zu cruisen und eben diesen V12 arbeiten zu lassen. V12, V8, aber es fühlt sich eigentlich extremst mächtig an. Und eben dieser V8, der will nicht gehetzt werden. Es ist ein typischer Ami V8. Es lässt sich schwer in Worte fassen, aber das Auto ist zwar ein Sportwagen, aber trotzdem gemütlich. Und ein GT, also ein Gran Turismo, ein Auto für lange Strecken. Für lange Strecken ist auch das Fahrwerk wirklich bestens ausgelegt, denn es lässt sich anpassen und somit kann man schnelle Kurven für einen Mustang wirklich souverän durchfahren, aber auch auf der Autobahn, habe ich schon getestet, geht das Ganze echt einfach maximal entspannt. Wer dieses Video mit einem sehr aufmerksamen Auge beobachtet, der merkt sofort einen Fehler und den absolut größten Fehler hier in diesem Mustang. Es ist ein Automatikgetriebe verbaut und das ist nicht nur ein Stilbruch, sondern funktioniert auch richtig schlecht. Da bin ich ganz ehrlich und unverblümt. Dieses 10-Gang-Getriebe stammt ursprünglich aus dem Ford Ranger oder Ford Raptor und ist ein Pickup-Getriebe. Und bei diesen 10 Gängen denkt man sich echt mehrmals, der Mustang würfelt einfach und sucht die Gänge absolut zufällig aus. Dieses Automatikgetriebe mag gut sein für die Route 66, wenn man Zehntausende Kilometer im gleichen Gang fährt, aber der Europäer will sportlich fahren, der will vom Getriebe Spritzigkeit und Präzision. Und spritzig und präzise ist das 10-Gang-Getriebe mal so überhaupt nicht. Und genau das trübt eben auch die Fahrdynamik des ansonsten wirklich einfach nur geilen Mustang Dark Horse.
unter Teillast geht das Ganze recht gut. Das Runterschalten funktioniert auch sehr präzise. Wenn ich das Auto arbeiten lasse und nicht eingreife, ist es zum Teil einfach unnötig ruppig und ja, ihr müsst mir es einfach glauben. Das Getriebe ist ein wirklicher Reinfall, aber wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, ja, genau hier. Wenn man sich daran gewöhnt hat, kann man damit arbeiten und sich halt einfach selber helfen. Ich habe einfach sehr oft das Gefühl, der Mustang zieht mir mit der Kupplung Leistung. Und dann hat man dieses und das macht einfach keinen Spaß. Aber ja, Thema Getriebe, splendid. Thema Getriebe abgehakt. Es wäre ja ein Riesenfehler, das Auto zu kritisieren, nur aufgrund dessen, weil es einfach falsch bestellt wurde. Jeder, der sich jetzt einen Mustang eventuell kaufen möchte, ich sage es euch einmal noch, bitte bestell das Auto nur mit Schaltgetriebe. Dann hast du das richtige, typische amerikanische Feeling und bist mit deinem linken Fuß und mit dem Schaltgetriebe richtiger Chef über das Fahrzeug. Jetzt bleiben wir noch mal kurz stehen und reden über den Rest. Was haben wir gehabt? Infotainment wirklich gut, Lenkrad hervorragend, Sitzposition tadellos, selbst bei meiner Größe. Materialien, es ist das typische Ami-Problem. Bei amerikanischen Fahrzeugen sieht es am ersten Blick oft etwas besser aus als im Detail. Hier ist eigentlich nur Plastik, hier ebenso, hier Carbonplastik, leichte Alcantara und Stoffbezüge in den Türtafeln und am Dachhimmel. Aber dafür gibt Bang & Olufsen serienmäßig also eine wirklich ordentliche Surround-Soundanlage im ganzen Innenraum. Und ja, was soll ich sagen? Genug Staufächer, eine Mittelkonsole, 2 Becherhalter. Aber das ist eigentlich alles absolut irrelevant. Denn ich würde den Mustang auch geil finden, wenn er noch schlechter verarbeitet wäre, wenn er ein scheiß Navigationssystem hätte und einfach nicht funktionieren würde. Denn sein Mustang ist ähnlich wie die Alfa Romeo Giulia ein Auto, was nicht perfekt sein muss. Es muss einfach diesen Charakter beibehalten. Und ich glaube, den wird das Auto so schnell nicht verlieren. Schon geil. Was ich jetzt nach ein paar Tagen in dieser V8-Legende auch sagen muss, ich finde, das Auto ist nur bis zu einer gewissen Altersgrenze cool. Ich habe letztens meinen Vater auch daneben gesehen und habe mir gedacht, würde jetzt mein Vater auf Ernst mit einem Mustang anrollen, würde ich, glaube ich, ein bisschen peinlich finden. Das Auto ist einfach optisch wie auch akustisch laut. Es schreit, es ist ein Mustang, zieht Blicke auf sich und ist einfach lässig. Ich bin Mitte 20, ich würde mir das Auto sofort kaufen. Denn es gibt einfach wenig noch leistbare, temperamentvolle und absolut ehrlich geile Sportwagen. Ich meine, man fühlt sich wirklich in der Innenstadt Wiens schon echt schlecht, wenn du mit diesem 5 Liter V8 durch die Gassen blubberst. Und ja, es ist geil, es ist wirklich wahnsinnig cool, aber eben, wie gesagt, das Auto ist was für Junge, die sich es natürlich leisten können. Ja, es ist auch nicht günstig, aber ich würde mir das Auto sofort kaufen. Denn es gibt heutzutage eigentlich kein anderes Auto mehr, das noch so ehrlich ist, einen so gottlosen Motor verbaut hat und an seinem Charakter noch nichts, wirklich nichts eingebüßt hat. Es ist einfach genial. Und ja, ich bin Mitte 20
perfekt. Als Handschalter, vielleicht noch gebraucht, dann ist es noch ein bisschen günstiger, ist das Auto, ja, ich sag's zum 10. Mal, aber einfach eine lebende Legende. Und ja, auf kleinen Straßen und Hügeln muss ich auch nochmal anmerken, dass sich der Mustang mittlerweile nicht nur auf dem Highway gut fährt, sondern eben auch in Kurven. Das neue Fahrwerk hält den Mustang schon richtig auf Trab und macht es noch runder, noch kontrollierbarer und, wie soll ich sagen, nimmt oder gibt viel mehr Vertrauen. Ein absolutes Einhorn und in der richtigen Konfiguration eine absolute Waffe. Eine Waffe einfach auch für jeden Tag. Das Auto ist super bequem. Du hast einen Kofferraum, der echt ordentlich ist. Platz für zwei und 2 Personen ohne Beine. Aber ansonsten, ja, was brauchst du mehr? Du bist jung oder jung geblieben, hast keine Kinder, willst Leistung und einen ehrlichen Motor. Go for it! Vor nicht allzu langer Zeit waren Mustangs schwere Schlachtschiffe mit riesigem Motor vorne drinnen, aber ansonsten relativ wenigen Vorzügen. Und jetzt stehen wir neben einem der besten Gran Turismo Sportwagen, die es aktuell am Markt gibt. Der Mustang ist einerseits aus der Zeit gefallen, aber andererseits besser als je zuvor. Denn er hat es geschafft, modern zu werden, ohne seine Wurzeln zu verlieren. Der Motor ist immer noch eine absolute Urgewalt, aber dank neuem Fahrwerk, moderner Technologie ist er mit richtigem Getriebe eine absolute Waffe. Egal ob auf der Autobahn, im Alltag und natürlich auf Landstraßen, dort wo der Mustang hingehört. Auch wenn es das Pferdchen gegen AMG und BMW M in Europa immer schwer haben wird, hat er auch hier eine große Zukunft vor sich. Denn erst vor ein paar Tagen hat der Ford-CEO verkündet, dass der Mustang, solange es geht, mit V8 bleiben wird. Und das sind endlich mal gute Nachrichten auf meinem YouTube-Kanal, denn das Auto ist wie ein guter Wein. Der Mustang wird jedes Jahr immer und immer besser. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns.